Lektion 1. Auswirkungen auf die Umwelt. Die Erde ist so wunderschön, und wir müssen sie schützen. Unbedingt. Es sollte nicht ohne Rücksicht auf die Natur aufgezwungen werden. Ja, es ist wichtig, die Entwicklung in Einklang zu bringen und gleichzeitig unsere Umwelt zu schützen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir müssen so wachsen, dass der Schaden minimiert wird. Darüber hinaus sollten wir uns bemühen, zu verhindern, dass so wenige Bäume wie möglich gefällt werden. Genau. Bäume spielen eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem. Haben Sie jemals an Umweltinitiativen teilgenommen? Ja, ich habe an Baumpflanzveranstaltungen teilgenommen. Es fühlt sich lohnend an, etwas beizutragen. Das klingt wunderbar. Wir sollten etwas Ähnliches zusammen organisieren. Lektion 2. Sprache und Kultur. Die meisten Menschen in Quebec sprechen Französisch, was faszinierend ist. Ja, es ist eine einzigartige Mischung von Kulturen dort. Ich liebe es, wie Sprache Identität und Gemeinschaft prägt. Unbedingt. Es ist interessant zu sehen, wie Sprache das tägliche Leben beeinflusst. Hast du jemals versucht, Französisch zu lernen? Habe ich. Es ist herausfordernd, aber auch lohnend, eine neue Sprache zu lernen. Ich stimme zu. Es eröffnet so viele Verbindungsmöglichkeiten. Ja, und es verbessert das Reiseerlebnis beim Besuch französischsprachiger Orte. Definitiv. Das Verstehen der Sprache kann zu tieferen kulturellen Einsichten führen. Lektion 3. Problemlösung. Es scheint, dass wir alles versucht haben, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich weiß, es ist frustrierend, wenn Lösungen keine Ergebnisse bringen. Können wir noch etwas tun, um die Dinge umzukehren? Vielleicht sollten wir gemeinsam ein paar neue Ideen entwickeln. Das ist eine tolle Idee. Manchmal kann eine andere Perspektive helfen. Genau. Lassen Sie uns alle möglichen Optionen auflisten, die wir noch nicht untersucht haben. Gut überlegt. Wir könnten auf eine Lösung stoßen, die wir nicht in Betracht gezogen hatten. Ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden, das zum Laufen zu bringen. Ja, Teamwork führt oft zu Durchbrüchen. Lektion 4. Nostalgie der Schultänze. Sie erinnern sich wahrscheinlich gerade an Ihren ersten Schultanz. Ich frage mich, ob ich eines Tages erwachsen genug sein werde, um meinen eigenen unvergesslichen Tanz zu haben. Das ist ein süßer Gedanke. Schultänze sind so ein Übergangsritus. Das sind sie wirklich. Das ist aufregend und nervenaufreibend zugleich. Erinnerst du dich, was du zu deinem ersten Tanz getragen hast? Ja, ich trug ein hellblaues Kleid. Es fühlte sich so besonders an. Das ist herrlich. Es ist schön, diese Erinnerungen zu haben, auf die man zurückblicken kann. Unbedingt. Es dreht sich alles um das Erlebnis und den Spaß mit Freunden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie zukünftige Tänze noch aufregender sein werden. Lektion 5. Motivation beim Training. Ich habe heute ein paar süße Workout-Leggings gefunden. Sie sind so farbenfroh und bequem. Das klingt toll. Stylische Trainingsausrüstung kann Sie wirklich zum Training motivieren. Genau. Wenn ich mich in dem, was ich trage, wohlfühle, trainiere ich eher.
Ich stimme voll und ganz zu. Es sorgt für einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen während des Trainings. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Lieblings-Workout-Kleidung gefunden? Ja, ich habe ein passendes Set bekommen, das ich absolut liebe. Das ist genial. Passende Sets können dafür sorgen, dass sie sich wie zusammengestellt fühlen. Unbedingt. Außerdem macht es Spaß, sie beim Ausprobieren neuer Routinen zu tragen. Lass uns unsere neuen Outfits für unsere nächste gemeinsame Trainingseinheit tragen. Lektion 6. Landeerlebnis. Als wir uns der Landung näherten, fühlte sich alles so glatt an. Ja, Tascha und Tonja strahlten, als sie auf die Aussicht hinausschauten. Die Aufregung, an einem neuen Ort anzukommen, ist immer unglaublich. Unbedingt. Es ist, als würde der Nervenkitzel eines neuen Abenteuers gerade erst beginnen. Ich liebe es zu beobachten, wie sich die Landschaften beim Abstieg verändern. Ich auch. Es lässt dich die Schönheit der Welt von oben schätzen. Hast du gesehen, wie aufgeregt alle während der Landung waren? Ja, es ist ansteckend. Sie können die Energie in der Kabine spüren. Ich kann es kaum erwarten, das neue Reiseziel gemeinsam zu erkunden. Lektion 7. Farben der Natur. Wusstest du, dass Blut rot ist? Es ist so eine lebendige Farbe. Ja, und manchmal ist der Himmel nachts oder morgens rot. Genau. Diese Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge können atemberaubend sein. Das sind sie wirklich. Es ist erstaunlich, wie die Natur so atemberaubende Bilder schaffen kann. Ich liebe es zu beobachten, wie sich die Farben ändern, wenn die Sonne untergeht. Ich auch. Es ist wie ein wunderschönes Gemälde, das sich vor dir entfaltet. Haben Sie jemals versucht, diese Momente auf Fotos festzuhalten? Ja, ich fotografiere oft während der goldenen Stunde. Die Beleuchtung ist perfekt. Das ist eine tolle Idee. Das unterstreicht die Schönheit der Szene wirklich. Lektion 8. Gedächtnistechniken. Ich habe gelesen, wie Psychologen untersuchen, wie sich Menschen an Zahlen erinnern. Das klingt interessant. Was hast du gelernt? Sie verwenden oft Techniken wie Chunking, um sich Sequenzen zu merken. Ja, wenn Sie sie in kleinere Gruppen aufteilen, können Sie sich leichter daran erinnern. Genau. Ich finde es faszinierend, wie unser Gehirn mit Informationen arbeitet. Ist es? Hast du noch andere Memory-Tricks, die du benutzt? Ich kreiere manchmal Geschichten oder Assoziationen, um mich besser an Dinge zu erinnern. Das ist clever. Ich verwende gerne Mnemonik für schwierige Konzepte. Die sind wirklich hilfreich. Es ist erstaunlich, wie kreativ wir mit Erinnerung werden können. Lektion 9. Pläne für das Abendessen. Ich überprüfe das. Was ist mit Essen? Sollen wir heute Abend kochen oder auswärts essen? Das ist eine gute Frage. Auswärtsessen kann Spaß machen, aber kochen kann auch nett sein. Stimmt. Wenn wir zu Hause kochen, können wir mit neuen Rezepten experimentieren. Ja, außerdem kann es gesünder und erschwinglicher sein. Genau. Aber manchmal ist es schön, eine Mahlzeit zu genießen, die von jemand anderem zubereitet wurde. Ich stimme zu.
Wonach hast du heute Abend Lust zu essen? Vielleicht könnten wir eine Pfanne machen oder ein neues Nudelrezept ausprobieren. Das klingt köstlich. Ich habe aber auch Lust auf Sushi. Sushi ist großartig. Wenn wir kochen, könnten wir versuchen, unsere eigenen Brötchen zu machen. Lektion 10. Tag der Obsternte. Es war ein perfekter Tag, um an den Strand zu gehen. Das klingt herrlich. Was hast du gemacht, bevor du an den Strand gegangen bist? Ich bin zu einer Farm gefahren, auf der die Leute ihr eigenes Obst pflücken können. Das klingt nach einer Menge Spaß. Welche Früchte hast du gepflückt? Ich habe Erdbeeren und Blaubeeren gepflückt. Sie waren so frisch. Lecker. Es gibt nichts Besseres als frisches Obst direkt vom Bauernhof. Ich stimme zu. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen. Hat Ihnen die Landschaft gefallen, als Sie dort waren? Unbedingt. Die Felder waren so wunderschön und lebendig. Lektion 11. Streetfood-Abenteuer. Vergessen Sie nicht, das Streetfood zu probieren, während Sie dort sind. Unbedingt. Ich habe gehört, dass das Streetfood in dieser Stadt fantastisch ist. Ja. Es ist oft die beste Art, die lokale Kultur zu erleben. Ich finde es toll, wie Straßenhändler einzigartige Gerichte anbieten, die man sonst nirgendwo findet. Genau. Außerdem ist es in der Regel auch günstiger als Restaurants. Das ist ein Bonus. Auf welche Art von Streetfood freust du dich am meisten? Ich freue mich sehr darauf, authentische Tacos zu probieren. Die klingen köstlich. Ich möchte auch einige lokale Desserts probieren. Ja, es ist immer eine gute Idee, uns Süßigkeiten zu gönnen. Lektion 12. Flugangebote. Hallo, haben Sie Tipps, um die besten Flugangebote zu finden? Ja, absolut. Flexibilität bei Ihren Reisedaten kann sehr hilfreich sein. Das ist ein toller Tipp. Mir ist aufgefallen, dass die Preise stark variieren können. Genau. Manchmal ist es günstiger, unter der Woche zu fliegen als am Wochenende. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist mit einer Buchung im Voraus? Wenn Sie ein paar Monate im Voraus buchen, können Sie sich oft bessere Preise sichern. Das macht Sinn. Ich habe auch gehört, dass die Verwendung des Inkognito-Modus hilft. Ja. Es verhindert, dass Websites Ihre Suchanfragen verfolgen und die Preise erhöhen. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall versuchen. Irgendwelche anderen Geheimnisse? Lektion 13. Sicherheit im öffentlichen Verkehr. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, achten Sie nur auf Ihre Sachen. Das ist entscheidend. Es ist leicht, sich an überfüllten Orten ablenken zu lassen. Genau. Wenn Sie Ihre Tasche in der Nähe aufbewahren, können Sie Diebstahl verhindern. Ja. Ich versuche auch immer, mir meiner Umgebung bewusst zu sein. Das ist klug. Es ist wichtig, deinen Instinkten zu vertrauen. Definitiv. Haben Sie jemals eine negative Erfahrung auf Reisen gemacht? Gott sei Dank, nein. Ich war immer vorsichtig und vorbereitet.
Das ist großartig. Wachsam zu bleiben macht einen großen Unterschied. Lassen Sie uns mehr Tipps zur Reisesicherheit miteinander teilen. Lektion 14. Gesprächsstarter. Das ist cool. Woher kommst du ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Kanada. Es ist so ein wunderschönes Land. Das ist interessant. Ich wollte schon immer Kanada besuchen. Das solltest du. Die Landschaften und Städte sind atemberaubend. Was ist deine Lieblingsstadt dort? Ich liebe Vancouver. Es hat eine atemberaubende Kombination aus Bergen und Meer. Das klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass die Food-Szene dort auch fantastisch ist. Das ist es wirklich. Es gibt so viele verschiedene Optionen zur Auswahl. Ich würde das gerne eines Tages aus erster Hand erleben. Lektion 15. Preisgünstiges Reisen. Lassen Sie uns etwas Erschwingliches anstreben, das aber innerhalb unseres Budgets bequem ist. Das klingt vernünftig. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn wir im Voraus planen. Genau. Wir können gute Angebote finden, wenn wir etwas recherchieren. Ja, es ist wichtig, unseren Bedürfnissen Priorität einzuräumen, ohne zu viel auszugeben. Haben Sie Websites gefunden, die Ihnen bei günstigen Reisen helfen? Habe ich. Es gibt einige, die Preise für Unterkünfte vergleichen. Das ist hilfreich. Ich werde mir diese Optionen für unsere Reise ansehen. Großartig. Wir können eine Liste potenzieller Übernachtungsmöglichkeiten erstellen. Ja, es wird Spaß machen, eine gemütliche und dennoch budgetfreundliche Reise zu unternehmen. Lektion 16. Shakespeare-Einblicke. Wussten Sie, dass Shakespeares Stücke im Laufe der Zeit tatsächlich von Kritikern verbessert wurden? Das ist faszinierend. Es zeigt, wie sich Kunst durch Feedback weiterentwickelt. Genau. Ein ganzes Spiel braucht Hochpunkte und Tiefpunkte, um das Gleichgewicht zu halten. Ja. Diese Momente der Spannung und Erleichterung beschäftigen das Publikum. Poesie spielt auch in seinen Werken eine wichtige Rolle, nicht wahr? Unbedingt. Die Art, wie er Sprache benutzt, ist einfach magisch. Ich finde es toll, wie sich sein Schreiben mit so vielen Themen verbindet, die heute noch relevant sind. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie seine Erkenntnisse im Laufe der Jahrhunderte Anklang gefunden haben. Lass uns planen, irgendwann eines seiner Stücke zusammenzulesen. Lektion 17. Italienische Küche. Ich mag italienische Küche sehr, besonders Nudelgerichte. Oh, das klingt köstlich. Was ist dein Lieblingsnudelgericht? Ich liebe Spaghetti Carbonara. Die cremige Sauce ist einfach unwiderstehlich. Das ist ein Klassiker. Ich genieße eine gute Pesto-Pasta mit frischem Basilikum. Pesto ist fantastisch. Hast du jemals versucht, dein eigenes zu machen? Ja, habe ich. Es ist überraschend einfach und schmeckt frisch so viel besser. Ich stimme zu. Die Zubereitung von Grund auf verleiht dem Gericht eine persönliche Note. Außerdem können Sie die Aromen nach Ihren Wünschen anpassen. Genau. Gemeinsames Kochen könnte eine unterhaltsame Art sein, unsere Lieblingsrezepte zu teilen.
Lektion 18. Süßer Genuss. Ihr gesalzenes Karamell ist ein Traum. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wirklich? Ich habe tolle Dinge über Ihre Desserts gehört. Ja. Die Balance zwischen süß und salzig ist einfach perfekt. Das klingt unglaublich. Ich liebe Desserts, die eine einzigartige Note haben. Du solltest das auf jeden Fall ausprobieren. Es ist mein Lieblingsdessert auf der Speisekarte. Das werde ich. Servieren Sie es mit etwas Besonderem? Ja, es wird normalerweise mit einer Kugel Vanilleeis darüber geliefert. Das klingt himmlisch. Ich kann es kaum erwarten, mich diesem Leckerbissen hinzugeben. Lass uns irgendwann zusammen dorthin gehen und es genießen. Lektion 19. Frühstücksbuffet. Guten Morgen. Haben Sie das Frühstücksbuffet in diesem Hotel probiert? Guten Morgen? Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es ziemlich gut ist. Das ist es wirklich. Sie haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Das klingt toll. Was servieren Sie? Alles von frischem Obst über Gebäck bis hin zu auf Bestellung zubereiteten Omelettes. Beeindruckend. Ich liebe es, wenn Hotels eine gute Auswahl an Frühstücken anbieten. Ja, es ist der perfekte Weg, um den Tag mit Energie zu beginnen. Ich muss es mir auf jeden Fall ansehen, bevor wir losfahren. Ich empfehle, früh da zu sein, um der Menge zu entgehen. Lektion 20. Familienzeit am Strand. Ich habe meine Tochter gestern am Strand getroffen. Es war so ein schöner Tag. Das klingt wunderbar. Hattest du einen schönen Ort zum Entspannen? Ja. Sie hatte eine zartrosa Decke im Sand, was perfekt war. Wie bezaubernd. Es muss sich toll angefühlt haben, Zeit miteinander am Wasser zu verbringen. Das hat es wirklich getan. Wir haben Sandburgen gebaut und Muscheln gesammelt. Das klingt nach so viel Spaß. Hat es ihr Spaß gemacht? Unbedingt. Sie liebt den Strand und das Spielen in den Wellen. Das kann ich mir vorstellen. Es hat etwas Magisches, am Strand zu sein. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, bleibende Erinnerungen mit der Familie zu schaffen. Lektion 21. Folgen Sie den sozialen Medien. Das erklärt, warum Sie eine so große Fangemeinde und Unterstützung haben. Genau. Ansprechender Inhalt zieht wirklich mehr Menschen an. Ja, und konsistente Beiträge tragen dazu bei, dass das Publikum bei der Stange bleibt. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine Verbindung zu Followern aufzubauen. Folgst du irgendwelchen Influencern, die dich inspirieren? Ja, ich folge einigen, die sich auf Positivität und Selbstverbesserung konzentrieren. Das ist großartig. Positive Botschaften können Menschen wirklich aufmuntern. Unbedingt. Es ist schön, unterstützende Communities online zu sehen. Wir sollten darüber diskutieren, wie wir unsere eigenen Plattformen positiv ausbauen können. Lektion 22. Wert der Freundschaft. Im Leben musst du deine Freunde mit Bedacht auswählen. Ich stimme voll und ganz zu. Ein guter Freund ist mehr wert als alle Reichtümer. Genau.
Hochwertige Freundschaften bereichern unser Leben in vielerlei Hinsicht. Ja, sie bieten Unterstützung und Freude in schwierigen Zeiten. Musstest du dich jemals von giftigen Freundschaften distanzieren? Ja, habe ich. Es ist nicht einfach, aber manchmal ist es notwendig für ihr Wohlbefinden. Das ist wahr. Es ist entscheidend, uns mit positiven Menschen zu umgeben. Unbedingt. Gute Freunde heben dich auf und inspirieren dich, besser zu werden. Lasst uns unsere Freundschaften immer wertschätzen und pflegen. Lektion 23. Soziale Probleme. Ich stimme zu, dass es für die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, soziale Probleme anzuerkennen und dagegen anzukämpfen. Unbedingt. Sie zu ignorieren, verewigt nur die Probleme. Ja, Bewusstsein ist der erste Schritt zu einer Veränderung. Es ist wichtig, dass sich alle engagieren und ihren Teil dazu beitragen. Genau. Kollektive Anstrengungen können zu erheblichen Verbesserungen führen. Haben Sie an Gemeinschaftsinitiativen teilgenommen? Ja, ich habe an lokalen Aufräumaktionen und Sensibilisierungskampagnen teilgenommen. Das ist fantastisch. Ich würde mich freuen, Sie bei zukünftigen Initiativen zu unterstützen. Halten wir gemeinsam Ausschau nach bevorstehenden Veranstaltungen. Lektion 24. Datenschutz in sozialen Medien. In den sozialen Medien sind Datenschutzfragen heutzutage zu einem heißen Thema geworden. Ja, es geht darum, wie viele persönliche Daten online geteilt werden. Genau. Viele Menschen sind sich der damit verbundenen Risiken nicht bewusst. Das ist wahr. Es ist wichtig, dass wir uns über die Datenschutzeinstellungen informieren. Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um Ihre Daten online zu schützen? Ja, ich habe meine Einstellungen angepasst, um einzuschränken, was andere sehen können. Das ist ein kluger Schachzug. Wir sollten alle auf unsere Privatsphäre achten. Unbedingt. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Daten zu schützen. Lassen Sie uns Tipps zur Wahrung der Privatsphäre in sozialen Medien teilen. Lektion 25. Geschmacksverbesserungen. Gute Wahl. Vergessen Sie nicht, etwas Sojasauce und Sesamöl für den Geschmack hinzuzufügen. Das klingt köstlich. Diese Zutaten werten das Gericht wirklich auf. Ja, sie verleihen den Aromen Tiefe und Fülle. Ich finde es toll, wie ein paar einfache Ergänzungen einen großen Unterschied machen können. Genau. Beim Kochen dreht sich alles darum, mit Aromen zu experimentieren. Hast du in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert? Ja, ich habe letzte Woche eine Pfanne gemacht, die unglaublich geworden ist. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne alles darüber hören. Ich teile das Rezept mit dir. Lass uns irgendwann zusammen kochen. Lektion 26. Naturwunder. Die Hauptattraktionen sind die Geysire und heißen Quellen. Das klingt faszinierend. Sie kommen in einem Gebiet vor, das vor 1 Million Jahren sehr vulkanisch war. Ja. Es ist unglaublich, über die geologische Geschichte dahinter nachzudenken. Ich würde sie gerne persönlich sehen. Die natürliche Schönheit muss atemberaubend sein. Unbedingt. Die Farben und der Dampf schaffen eine magische Atmosphäre.
Haben Sie jemals geothermische Standorte besucht? Ja, ich habe letzten Sommer einen besucht und er war atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Lass uns einen Ausflug planen, um gemeinsam welche zu sehen. Das wäre unglaublich. Die Wunder der Natur zu erkunden ist immer ein großartiges Abenteuer. Lektion 27. Eine Begegnung mit Dinosauriern. Ich ging durch den Wald, als ich plötzlich sah, wie die Haut eines Tieres zu laufen begann. Das klingt faszinierend. Warum lief es? Mir wurde schnell klar, dass ein riesiger Dinosaurier über den Baumkronen auftauchte. Beeindruckend. Das muss sowohl erschreckend als auch aufregend gewesen sein. Es war surreal. Ich traute meinen Augen nicht. Es fühlte sich an wie eine Szene aus einem Film. Hast du es geschafft, ein Bild aufzunehmen? Leider war ich zu fassungslos, um mein Handy herauszuholen. Das kann ich mir vorstellen. Diese Momente können schwer zu verarbeiten sein. Genau. Ich stand einfach da, völlig erstaunt über den Anblick. Lektion 28. Spaß in der Sandburg. Sandburgen bauen macht viel Spaß, findest du nicht? Ja, das ist es wirklich. Aber du solltest sie nicht zu nah am Wasser bauen. Genau. Die Wellen können sie im Handumdrehen wegspülen. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein riesiges Schloss gebaut habe und die Flut kam und es zerstörte. Dieses Risiko gehen wir ein. Aber das ist Teil des Spaßes, oder? Ganz gewiss. Die Wellen zu beobachten ist faszinierend, auch wenn sie unsere harte Arbeit ruinieren. Hast du jemals darüber nachgedacht, stattdessen eine Sandskulptur herzustellen? Ja. Das könnte eine kreative Variante des Sandburgenbaus sein. Das sollten wir versuchen, wenn wir das nächste Mal an den Strand gehen. Lektion 29. Organische Entscheidungen. Seit ich auf Bio-Optionen umgestiegen bin, kaufe ich auch Bio-Haushaltsprodukte. Das ist großartig. Ich habe gehört, dass Bioprodukte sowohl für die Gesundheit als auch für die Umwelt besser sind. Unbedingt. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, was ich zu Hause verwende. Ja, es ist wichtig, die Exposition gegenüber schädlichen Chemikalien zu minimieren. Hast du irgendwelche Lieblingsmarken aus biologischem Anbau, die du empfiehlst? Ich mag ein paar Marken, die sich auf Nachhaltigkeit und Qualität konzentrieren, sehr. Ich würde gerne von Ihnen hören. Ich bin immer auf der Suche nach guten Empfehlungen. Sicher. Ich kann später eine Liste mit dir teilen. Perfekt. Es ist großartig, Marken zu unterstützen, die sich an unseren Werten orientieren. Lektion 30. Diskussion über die Finanzplanung. Vergessen Sie nicht, die prognostizierten finanziellen Renditen in unseren Plänen zu erörtern. Das ist entscheidend. Das Verständnis der Finanzen wird unsere Entscheidungen leiten. Genau. Wir müssen sicherstellen, dass das Projekt auf lange Sicht nachhaltig ist. Haben Sie schon Schätzungen zusammengestellt? Ja, ich habe angefangen, ein Budget und potenzielle Einnahmequellen zu entwerfen. Das ist ein toller Anfang. Lassen Sie uns das gemeinsam überprüfen, um unsere Zahlen zu verfeinern. Unbedingt. Zusammenarbeit kann uns helfen, alle Bereiche abzudecken.
Ich möchte sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Wellenlänge sind. Ganz gewiss. Klare finanzielle Ziele werden uns bei der Stange halten. Lektion 31. Bedenken im Gesundheitswesen. Das Land wurde durch Krankenhausschließungen in einen kritischen Zustand gebracht. Ja, es ist alarmierend. Der Personalabbau im medizinischen Bereich hat sich stark auf das Gesundheitswesen ausgewirkt. Genau. Viele Gemeinden haben Schwierigkeiten, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu erhalten. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie sich das auf das Leben der Menschen auswirkt. Wir müssen uns dringend für eine bessere Gesundheitspolitik einsetzen. Unbedingt. Unsere Stimmen können bei der Sensibilisierung einen Unterschied machen. Waren Sie an Initiativen zur Lösung dieses Problems beteiligt? Ja, ich habe an einer lokalen Kampagne zur Unterstützung der Finanzierung des Gesundheitswesens teilgenommen. Das ist lobenswert. Jede Anstrengung zählt, um Veränderungen herbeizuführen. Lektion 32. Rechtliche Vertretung. In den meisten englischsprachigen Ländern haben Beschuldigte das Recht, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Gewährleistung eines fairen Verfahrens. Unbedingt. Eine rechtliche Vertretung hilft, Ihre Rechte zu schützen. Es ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit im Rechtssystem. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie sich das auf den Angeklagten auswirkt? Ja, ohne eine angemessene Vertretung erhalten Sie möglicherweise kein faires Ergebnis. Genau. Es ist wichtig, geschulte Fachkräfte zu haben, die sich für Sie einsetzen. Ich bewundere diejenigen, die sich aus diesem Grund dafür entscheiden, Anwälte zu werden. Ich auch. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Einhaltung des Gesetzes. Lektion 33. Gedanken zum Krieg. Krieg, meine Herren. Ich sehe Sie an und denke an Stephens Worte. Auf welche Wörter beziehst du dich? Er sprach oft über die Auswirkungen des Krieges auf die Menschheit und den Frieden. Das ist eine starke Perspektive. Krieg betrifft alle Beteiligten. Genau. Es ist wichtig, sich an die menschlichen Kosten von Konflikten zu erinnern. Ja, und das Verständnis der Geschichte kann uns helfen, zukünftige Kriege zu verhindern. Hast du eines seiner Werke gelesen? Ja, ich finde seine Erkenntnisse tiefgreifend und zum Nachdenken anregend. Lassen Sie uns einige seiner Ideen weiter besprechen. Sie sind heute unglaublich relevant. Lektion 34. Erinnerung an Mohnblumen. Mohnblumen sind rote Blumen, die eine große Bedeutung haben. Ja, sie erinnern mich an meine Großeltern und ihre Geschichten. Sie symbolisieren die Erinnerung, insbesondere für diejenigen, die im Krieg gedient haben. Genau. Es ist berührend zu sehen, wie Blumen solch tiefe Emotionen repräsentieren können. Haben Sie schon einmal an einer Gedenkfeier teilgenommen? Ja, habe ich. Es ist eine wunderschöne Art, ihre Opfer zu ehren. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, dass Ihre Erinnerungen lebendig bleiben. Ich stimme zu. Machen wir es zur Tradition, uns gemeinsam an sie zu erinnern. Ja, es ist eine sinnvolle Möglichkeit, sich mit unserer Geschichte zu verbinden. Lektion 35. Klare Grenzen.
Es ist wichtig, mit Ihren Kollegen klare Grenzen zu setzen. Finden Sie nicht auch? Unbedingt. Es hilft, ein respektvolles und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ja, Grenzen schützen unseren persönlichen Freiraum und unsere Work-Life-Balance. Genau. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bedürfnisse und Grenzen effektiv kommunizieren. Und es reduziert Missverständnisse und potenzielle Konflikte zwischen Teammitgliedern. Ja. Wenn jeder seine Rollen kennt, fördert das die Zusammenarbeit. Ich denke, es schafft auch Vertrauen innerhalb des Teams. Definitiv. Vertrauen führt zu besserer Kommunikation und Teamarbeit. Dies ist ein Schlüsselfaktor für die Schaffung einer gesunden Arbeitsplatzkultur.